Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich Tanja Ferkau. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Tanja, du hast 2017 in Hamburg Impact gegründet, eine Plattform für systemische Veränderung und gesellschaftlichen Wandel. Und auf eurer Website habe ich gelesen, ich zitiere, Impact schließt Kreise und fördert neue, zirkulär nachhaltige Geschäftsmodelle und gesellschaftliche Innovationen. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie sieht eure Arbeit bei Impact aus? Das erzähle ich super gerne. Dafür vielleicht ein, zwei Sätze dazu, wo ich herkomme. Ich komme ganz klassisch aus dem Corporate-Bereich, habe also viele Jahre und viele Jahrzehnte gesehen, wie Wirtschaft eigentlich klassisch funktioniert und wie Dinge an bestimmten Stellen vielleicht auch an ihre Grenzen gekommen sind. 2015 habe ich Hanseatic Help mit aufgebaut und habe in dem Zeitraum gesehen, wie unfassbar viel Potenzial eigentlich diese Stadt, aber wahrscheinlich auch viele andere Städte, haben, gesellschaftliche Veränderungen nach vorne zu bringen. Und habe in dem Zeitraum unheimlich viele spannende Player kennengelernt aus der NGO-Welt, aus der Stiftungswelt, aus der Social-Business-Welt und habe mich ganz oft gefragt, warum ganz viele dieser tollen Player eigentlich nicht zusammenkommen, nicht mit der Wirtschaft, nicht mit dem Kapital und habe für mich festgestellt, ich glaube, da ist eine klassische Barriere. Und es wäre doch schön, wenn man diese Barriere auflösen könnte. Und das ist das, was wir tun. Wir sind eine gemeinnützige Plattform und sehen uns als Intermediär, die diese unterschiedlichen Player zusammenbringen und ganz aktiv bestimmte Themen treiben. Themen sind bei uns dann immer Herausforderungen, die es gibt, die es zu knacken gilt. Und eins unserer großen Themen ist tatsächlich von der Linearität zur Zirkularität zu kommen. Das ist, glaube ich, der sehr große Knackpunkt im Moment in der Wirtschaft und in der Denke, dass wir alle sehr linear denken. Und wir müssen es tatsächlich schaffen, egal ob von Ernährung bis Kleidung, bis zu der Art, wie wir mit Geld umgehen, dass wir in ein zirkuläres Denken kommen. Und wie kann ich mir so einen normalen Tag, wenn es den überhaupt bei dir, bei euch gibt, vorstellen? Wie sieht der aus? Du hast es eigentlich vorweggenommen. Den normalen Tag gibt es natürlich irgendwie nicht. Jeder Tag ist anders. Das ist auch ganz toll. Ein normaler Tag, würde ich sagen, besteht aus ein bisschen Netzwerken, mit Leuten sprechen, die man schon kennt. Viele Anfragen beantworten, weil das Thema Nachhaltigkeit, Wandel, Transformation gerade etwas ist, was auch irgendwie jeder haben möchte. Von daher, das ist ein sehr angenehmer Teil. Und ich würde mal sagen, die dritte Komponente ist tatsächlich mit dem Team gemeinsam auf bestehenden Projekten arbeiten, an Standards arbeiten, an Studien arbeiten oder klassische Strategien schreiben. Das wäre so vielleicht eine Dreiteilung. Und ihr sitzt ja mit Impact in Hamburg, ihr habt Impact in Hamburg gegründet. Hat das einen bestimmten Grund? Eignet sich Hamburg vielleicht besonders gut als Standort, um gesellschaftlichen, nachhaltigen Wandel irgendwie voranzutreiben? Hamburg eignet sich total. Erstens, weil ich diese Stadt liebe, es ist halt einfach meine Stadt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wegzugehen, obwohl ich viel in meinem Leben woanders war. Ich glaube, Hamburg hat alles, was es braucht für unser Thema. Ich glaube sogar, Hamburg hat die große Möglichkeit, dieses Thema noch mal viel stärker für sich zu besetzen. Ich glaube, dass in der Frage Social Entrepreneurship und Social Business gerade ein Zuhause zu geben, in Deutschland ein unheimliches Profilierungspotenzial auch für die Stadt liegen würde. Und ich glaube, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind eine Stiftungshauptstadt, hier ist viel Kapital, hier ist viel Wirtschaft, hier ist Media, hier ist alles vorhanden. Man muss es halt nur zusammenbringen. Apropos Hamburg, soweit ich gelesen habe, möchte die Stadt Hamburg bis 2040 klimaneutral sein. Und das ist ein ziemlich ambitioniertes, aber wahrscheinlich auch notwendiges Vorhaben. Und mich würde interessieren, aus deiner Erfahrung heraus als Beraterin im Bereich Nachhaltigkeit, was kann oder sollte Hamburg als Stadt vielleicht noch tun, wo ist noch Potenzial, damit Hamburg schneller klimaneutral wird? Das ist eine super Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, mir wäre das gar nicht radikal genug. Ich finde, klimaneutral und bis 2040 sind schon zwei Dinge, die mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Ich finde, das könnte schneller gehen. Die Agenda 2030 sagt ja auch, bis 2030 sollten wir es geklärt haben. Und klimaneutral ist ja auch immer die Frage, ob ich klimaneutral sein möchte oder ob ich eigentlich viel lieber klimapositiv sein möchte. Ist sozusagen die entscheidende Frage, die dahinter steht. Von wo fange ich eigentlich an und was soll eigentlich mein Beitrag sein und bin ich eigentlich eher beim Footprint oder bin ich eher beim Handprint? Ich glaube, dass die Stadt tatsächlich an jeder Stelle Potenzial hat, sei es Mobilität, sei es die Art, wie Wirtschaft funktioniert. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Science City zum Beispiel, finde ich, ist für mich ein tolles Projekt, wo die Stadt gerade auch beweisen kann, dass Stadtentwicklung ganz anders funktionieren kann und dass Stadtentwicklung
von Anfang an so und da wieder vernetzt auch denken kann, wie bringe ich sozusagen die unterschiedlichen Stakeholder zusammen und wie kann ich einen komplett neuen Stadtteil so designen, dass ich mich nicht 20 Jahre später fragen muss, wie kann ich eigentlich die Bausünden und die Schäden beheben, die irgendjemand vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten geplant hat. Und insofern glaube ich, da gibt es eine Menge Ansatzpunkte. Ich glaube, Hamburg ist an vielen Themen auch dran und an einigen Themen ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und was ist ein Thema, wo du das Gefühl hast, da ist Hamburg vielleicht schon, vielleicht sogar Vorreiter? Das wäre tatsächlich das Beispiel Science City. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Da, glaube ich, hat die Stadt sich wirklich aufgemacht, allein schon über den Beirat und über die Zusammenstellung der Menschen, die da jetzt in der Entwicklung mitsitzen, wirklich einen Teil so zu entwickeln, dass Wissenschaft, dass Wirtschaft und Zivilgesellschaft verzahnt zusammenkommen und voneinander profitieren und dass sie nicht länger in irgendwelchen Silos nebeneinander herleben, sondern dass sozusagen geguckt wird, wie kann denn der eine Teil sozusagen dem anderen Teil was Gutes tun und dass das von Anfang an so gedacht wird, das meinen wir tatsächlich auch mit dem zirkulären Teil, so müsste es nämlich eigentlich überall sein. Und Verbindungen nicht nur, also auch über Hamburg hinaus hast du ja auch. Du warst zum Beispiel 2021 auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und was hast du da für Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise was war dein Eindruck von der Konferenz? War die aus deiner Sicht erfolgreich? Also grundsätzlich ist es ja immer super, wenn es Konferenzen gibt, wenn Menschen zusammenkommen, über die Dinge sprechen, wenn es Austausch gibt. Haken, super. War die Konferenz aus meiner Sicht erfolgreich? Nein. Ich finde, es gab viel zu wenig konkrete Ergebnisse. Die Ziele, ja, kleinster gemeinsamer Nenner, sind nicht da gelandet, wo wir uns das, glaube ich, alle erhofft haben. Nichtsdestotrotz fand ich eine Sache extrem erstaunlich. Mein Gefühl war, dass 2021, es lag, glaube ich, aber auch an dem Jahr, mit Pandemie im Nacken und Ahrweiler, dass es weniger Akzeptanz fand, dass das Ergebnis so schlecht war. Weil die Ergebnisse sind ja jedes Jahr eigentlich schlecht und unbefriedigend. Ich hatte aber das Gefühl, dass es einen größeren medialen Aufschrei gab. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Ich glaube auch in Sharm el-Sheikh wird es nicht anders sein. Es wird nicht das rauskommen, was man sich wünscht. Aber ich glaube, der Druck wird irgendwann so groß sein, dass wir irgendwann die richtigen Ergebnisse haben werden. Wird das in der Geschwindigkeit reichen? Das ist ein großes Fragezeichen. Aber ich finde tatsächlich sehr positiv, dass ich in unserem Bereich gerade wahrnehme, dass der Druck so ist, dass sich sowohl Wirtschaftslenker als auch Politiker, als auch Stiftungsverantwortliche oder Menschen, die Kapital von A nach B schieben, viel mehr in der Verantwortung fühlen und auch viel mehr, ich sage jetzt mal, abgestraft werden dafür, dass sie nicht agieren. Und nicht agieren war halt die letzten Jahrzehnte irgendwie okay und glücklicherweise ist das heute nicht mehr und das finde ich eine super Entwicklung. Tanja, du hast gerade schon die Pandemie angesprochen. Die steht ja auch nicht unabhängig von der Klimakrise. Wie hat denn die Corona-Pandemie vielleicht auch bisher deine Arbeit, eure Arbeit bei Impact beeinflusst? Und vor allem als zweite Frage vielleicht noch, welchen Einfluss hat sie auf das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens? Also wie hat das unsere Arbeit beeinflusst? Ich glaube genauso, wie es jeden anderen beeinflusst hat. Irgendwie so, das meiste findet digital statt. Wir kommen ja gerade wieder aus dem Kokon raus, dass es wieder Live-Termine gibt. Das hat aus sozialen Aspekten, finde ich, Vor- und Nachteile. Ja, es hat tatsächlich den Vorteil, dass Menschen noch viel unabhängiger von Zeit und Ort arbeiten können. Das finde ich einen totalen Vorteil. Wir haben ein sehr internationales und diverses Team. Die Menschen sind viel unterwegs. Wunderbar. Das hat aber auch die Komponente, dass man viel mehr für Gemeinschaft tun muss, weil sich am Bildschirm und in der Kachel zu sehen, ist halt einfach was ganz anderes, als ein richtiges Teammeeting zu haben. Und es hat aber einen, finde ich, ganz, ganz tollen Effekt auf die Arbeitswelt, nämlich, dass wir alle nicht mehr so sinnlose Reisen für ein halbstündiges Meeting am anderen Ende von Deutschland machen. Und das empfinde ich als so wohltuend, dass es nicht als respektlos gesehen wird, wenn man nicht kommt, wenn man sagt, können wir nicht den Ersttermin einfach digital machen. Und ich glaube, es spart allen unheimlich viel Ressourcen und wir können unsere Energie auf die Dinge richten, die eigentlich viel, viel, viel relevanter sind. Apropos Effektivität und weniger Reisen ist sicherlich einer der Hebel, um diese Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Aber wo siehst du aus deiner Erfahrung heraus vielleicht noch weitere Hebel, um diesem Ziel der Klimaneutralität oder vielleicht sogar Klimapositivität näher zu kommen? Ich glaube tatsächlich, dass ein entscheidender Punkt ist, dass jeder Einzelne, und damit meine ich jetzt nicht so sehr nur den Konsumenten, sondern jeder Einzelne sich in seiner Position immer fragt, was ist mein Beitrag, was ist mein Hebel, was kann ich tun?
Und ich glaube, wenn jeder das so leben würde, dann würden wir viel schneller zu Ergebnissen und zu Lösungen kommen. Ich glaube, dass es viel Ohnmacht im Moment draußen gibt, dass die Leute auch ein bisschen verzweifelt sind, ob der dystopischen Bilder, ob der Kipppunkte, ob der, ich sag mal, vielen Dinge, die ja uns die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten uns mitteilt, die wir aber alle nie so richtig gehört haben in den letzten Jahren, gibt es, glaube ich, einen Teil, der den Kopf in den Sand steckt und nur einen kleineren Teil, der sagt, oh, ich muss mich jetzt irgendwie bewegen. Und ich glaube, wenn jeder aber sich immer wieder fragen würde, was habe ich für einen Hebel und wo kann ich einen Beitrag leisten, dann glaube ich, würden wir auch viel schneller zu Ergebnissen und zu Lösungen kommen. Und jeder, wirklich jeder hat einen Hebel. Ich habe immer den Eindruck, dass Selbstwirksamkeit quasi das Gegenteil von Ohnmachtsgefühl ist. Und deswegen würde mich als letzte Frage vielleicht noch interessieren, du hast ja über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Organisationsentwicklung, Strategieberatung. Was lässt dich denn Selbstwirksamkeit spüren in deiner Arbeit, auch im Bereich Nachhaltigkeit? Was lässt dich sozusagen nicht verzweifeln, sondern im Gegenteil Hoffnung schöpfen, dass wir das schaffen können gemeinsam? Tatsächlich wirklich die Veränderung der Wahrnehmung von einer Plattform wie der unseren. Du hast das eingangs gesagt, wir sind 2017, habe ich es gegründet und 2017 haben wir nichts anderes erzählt, als wir heute erzählen und keiner wollte es hören. Und heute habe ich das Gefühl, du hast mich ja gefragt, wie sieht so ein Tag aus? Und ich habe gesagt, ja, wir beantworten ganz schön viele Anfragen. Da hat sich einfach in der Wahrnehmung da draußen ganz, ganz viel verändert. Und ich habe das Gefühl, egal ob ich eine Zeitschrift aufschlage, ob ich beim CEO sitze oder ob ich in eine Stiftung reinlaufe, ich habe das Gefühl, die Menschen bewegen sich einfach. Und auch wenn ich immer finde, das ist noch nicht schnell genug und es ist alles noch nicht ausreichend, man hat sich auf den Weg gemacht und das ist ganz toll zu spüren, dass wir alle ein Teil davon sind und dass, wenn wir uns eben alle bewegen, wir auch ganz viel erreichen können und dieses Ohnmachtsgefühl muss einfach nicht da sein, sondern wenn ich sozusagen an mich selber denke und mich selber jeden Tag wieder frage, was kann mein Beitrag sein, das kann die Kindererziehung sein, es kann irgendwie kann das Wasser sein, das ich trinke, ist völlig egal. Jeder kann einfach was bewegen. Also gilt es, Unruhe zu bewahren? Ja. Und in dem Sinn, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Tanja, und bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen bei den Future Hamburg Talks.